Ich bin sehr froh, dass ich mich für den G60-Motor entschieden habe. Das Fahrverhalten ist unvergleichbar. Ich wüsste keinen Motor, der von der Charakteristik sich so verhält wie der Motor. Du fährst Berge hoch, leichte Alpenpässe, es macht einfach Spaß. Du musst nicht groß schalten, du kannst einfach mit dem Gas spielen. Wo dann ein turbogeladener Motor, der braucht halt erst ein bisschen Zeit und hier hast du sofort den Druck anliegen und das gefällt mir mega. Ich habe das Fahrzeug 2008 gekauft. Ja, wollte immer einen Golf 1 haben. Substanz war leider nach erfolgtem Kauf schlechter als erwartet. Wir haben dann sehr viel Zeit investiert, die Karosse zu schweißen. Dabei hat mich mein bester Kumpel Manuel tatkräftig unterstützt. Er ist selbst Kfz-Meister und hat mich eigentlich auch zu dem Hobby gebracht. Wir haben das Fahrzeug einmal komplett zerlegt. Unterboden, es war alles blank. Sämtliche Schadstellen wurden entfernt. Frontblech, Heckblech, Radläufe. Es waren sehr viele Stellen. Jetzt im Nachhinein würde man es vielleicht nicht nochmal machen, sondern lieber eine bessere Substanz suchen. Aber ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Wir haben gut 8 Jahre hat es gedauert, bis das Fahrzeug so, wie es jetzt da steht, fertig war. Zwischendurch waren einfach Phasen dabei, in denen man keine Lust hatte. Dann war da eine Freundin. Da lässt man sowas natürlich erstmal liegen. Ja. Ursprünglich war geplant, das Auto sollte gelb werden. Mit VR6-Motor, vielen Carbon-Teilen. Ja, was daraus geworden ist, seht ihr ja. Sollte relativ simpel und low budget bleiben. Ja, ist halt einfach ausgeufert, die ganze Geschichte. Felgen sind ganz simpel AEZ in Maßen 7x17 mit 185, 35, 17. Bremsen sind vom Porsche Boxster S, vorn wie hinten. Vorn mit einer 316er Scheibe vom Mercedes, hinten eine 280er Scheibe vom Golf 4. Und der Handbremssattel ist S3 bzw. Golf 4 Jubi GDI, der nur als Feststellbremse agiert. Das Ganze ist auf der Hinterachse über einstellbare Regler runtergedrosselt, sodass das Bremsverhalten perfekt passt. Also das Fahrzeug fährt sich auch bei Nässe, kannst du auch in der Kurve mal auf die Bremse gehen und es funktioniert einfach. Innenraum sollte ja, Rennsport angelehnt sein. Es sollten normalerweise nur 2 Scheunensitze am Armaturenbrett sein und Überrollbügel. Dass die ganzen Seitenverkleidungen dann in Alcantara inklusive Armaturenbrett dann geworden sind, ja gut, hat sich so ergeben. Sitze sind originale GT3-Sitze,
Haben wir sehr, sehr lange gesucht, weil sowas exorbitant teuer ist. Sind dann nach langer Suche bei Motorsportfirmen fündig geworden, die mit GT3 Cup fahren. Ja, Beifahrersitz ist halt meistens übrig. Ne? Und sind wir sehr günstig an die Sitze gekommen. Überrollbügel ist von Wiechers. Habe ich selber noch dementsprechend erweitert. Das zweite Kreuz, die Bleche vorne an der Aussäule, ja, komplett pulverbeschichtet. Dann haben wir noch diese ganze Geschichte von vielen verpönt. Trotzdem mir gefällt es, diese Überschneidung VW-Porsche. Hat mir immer gut gefallen. Von daher habe ich das auch, ich habe das Auto für mich gebaut, nicht für andere. Von daher habe ich das so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Handschuhfachdeckel mit dem Verschluss vom Porsche 944, genauso wie die Griffe außen. Die Embleme auf die Sitze kamen natürlich wieder drauf, soll man ja sehen, wo die Sitze herkommen. Der Hupenknopf, ja, das zieht sich so durchs ganze Fahrzeug, über die Bremse und so weiter. Die Farbkombi kam folgendermaßen zustande. Ich hatte, ich schätze mal, es war 2006, hatte ich eine Audi-Szene gekauft und da war ein A3 genau in dieser Farbe. Und ich habe mich sofort, das Auto stand in der Sonne, ich habe mich sofort in die Farbe verliebt. Und das Blau liegt folgender Sache zugrunde. VW Motorsport Limited ist so eine kleine Wunschvorstellung. Nie zu erreichen, einfach zu teuer. Aber hat mir immer gefallen, dieser blaue Akzent. Los ging es eigentlich erstmal nur mit dem Grill. In der allerersten Ausbaustufe. Und dann hat sich das alles so nach und nach ergeben. Dann kam die Bremse dazu. Der Käfig war ursprünglich schwarz seidenmatt, ist jetzt auch in dem Blau. Die Gurte kamen noch. Selbst an den Sitzen sind die Ziernähte sind alle in dem Blau gehalten. Ich finde, es ist sehr stimmig geworden. Ja, das Projekt wäre ohne meine Freunde nicht möglich gewesen. Der größte Dank geht dabei an Manuel Wetzold, der mir bei jeder technischen Frage zur Seite stand, da ich eigentlich mit dem Auto angefangen habe und ein Wissen hatte, das gegen Null ging. Ich hatte vorher nichts mit Autos am Hut. Außerdem der Mario Schneider, der selber früher viel Golf 1, Caddy 1 gebaut hat, auch wirklich tolle Sachen und der mir sehr, sehr viel Kniffe mit auf den Weg gegeben hat. Er hat nur einen Motor gebaut, überholt. Ich habe teilweise unter Anleitung von ihm Bearbeitungen am Kopf vorgenommen. Er hat mir das Getriebe überholt, nachdem er mal der zweite Gang weggerissen ist. Ja, das sind einfach Leute, auf die ich immer verlasse. Außerdem geht noch ein großer Dank an Danny Hühler, der das Fahrzeug lackiert hat. Und an Robert Gerber, der, denke ich, sehr, sehr viel Nerven an mir gelassen hat bezüglich der ganzen Pulverbeschichtungssache, weil ich bin da schon nicht einfach und sehr genau, aber ja, es gibt noch viele andere Leute, die da mitgeholfen haben. Man kann jetzt nicht jeden aufzählen, aber ich denke, die Leute wissen trotzdem, dass ich da sehr dankbar dafür bin. Danke fürs Anschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal
und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.